herzlich willkommen. Heute halte ich mal einen Lightning Talk zu PDF-Erstellung mit Prawn, wie man hier sieht. Ich werde ein paar Sachen vereinfachen. Wir schauen uns Beispiele an. Ich habe ein paar Folien am Anfang als Überblick mitgebracht. Also, PDFs mit Prawn erstellen. Warum will man PDFs mit Prawn erstellen? Weil wir kennen bisher diese drei Ansätze, haben wir alle produktiv verbaut und die sind alle gut und nicht gut. Ja, LaTeX sieht wunderschön aus. Man muss halt LaTeX können. Der Klaus hat heute Mittag schon geschwärmt davon, wie schön es ist. Pakete muss man auf den Rechnern installieren. Fehler landen irgendwo in Zeile 10.000 in der Logdatei. Anstrengend. WKHTML to PDF ist total gut, weil wir dürfen HTML und CSS schreiben. Es gibt irgendwie nur eine Binary, die man braucht. Da kippt man das Zeug hin, kriegt ein PDF raus. Ist aber halt eigentlich nicht gut, weil es eine Steinzeit-WebKit-Engine kann gar nichts. Es ist irgendwie kaum noch gepflegt. Bei jedem neuen Ubuntu-Release muss man bangen, ob noch jemals eine offizielle Binary rauskommt oder man selber eine gebaut kriegt. Das ist ätzend. Variante davon, Headless Chrome. Ist eine aktuelle Engine, das heißt, wir können CSS Grid benutzen, wir dürfen weiterhin HTML und CSS schreiben, aber das ist halt ein kompliziertes Setup. Also ist nicht nur eine Binary. Okay. Jetzt neu. Prawn. Kurze Anmerkung. Prawn gibt es schon sehr lang. Wir haben uns das nur zuletzt mit Version 1 oder 0.x angeschaut und damals fanden wir das einfach noch nicht so gut. Was ist Prawn? Prawn ist ein Ruby-Gem und ihr braucht null externe Software. Pure Ruby, reinhängen, PDFs bauen. Das ist ziemlich schnell. Also gerade im Vergleich zu WKHTML to PDF oder einem Headless Chrome oder auch einem LaTeX, das ist nicht irgendwie langsam. Ihr kriegt einen String zurück und das ist das PDF, was ihr haben wollt. Nicht so besonders toll ist, wir können quasi kein HTML und CSS schreiben. Wir müssen halt die Prawn DSL bedienen, also wir müssen Ruby-Code schreiben und wir müssen Prawn programmieren. Genau, das zeige ich euch heute. Ich habe es nämlich schon erfolgreich verbaut. Das ist produktiv, es ist gut. Ich zeige es euch. Mal wieder kein Winner takes all, ja, es hat halt auch Nachteile. Das ist eine weitere Option, die ihr wählen könnt in euren Anwendungen und ich glaube, man möchte sie wählen. Demo. Ist folgendermaßen aufgebaut. Ich habe so ein paar Demo-Dateien. Die ersten paar sollten wir auf jeden Fall machen, um ein Gespür dafür zu kriegen. Danach können wir durchhechten, falls die Zeit nicht reicht. Hello PDF ist erste Demo. Okay, wie mache ich ein PDF mit Prawn? Hier gönnen wir uns vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Zeit. Genau, das ist auch keine Rails-Anwendung, das ist einfach ein Ruby-Skript. Ja, also das führe ich aus mit Ruby Dateiname und dann passiert das hier. Was brauche ich? Ich brauche einmal Prawn. Fertig. Hier oben, das mache ich in jedem Skript. In jeder Datei schreibe ich mir einmal hin, wo soll meine Datei hingeschrieben werden. Das ist einfach in einem Verzeichnis Output. Da wird jetzt hier aus Demo.rb wird Demo.pdf. Dann benutze ich Prawn und mache ein Prawn-Document. Dann gebe ich an, weil die Defaults sind wahrscheinlich Letter, ich weiß es gar nicht. Ich gebe an, ich hätte gerne ein A4-Dokument und ich hätte es gerne hochkant. Und dann habe ich hier so ein Ruby-Objekt bekommen, so ein Document, so ein Prawn-Document, eine Instanz. Und auf der kann ich sagen, Text. Kann ich meine Texte reinschreiben. Und hier habe ich dreimal Text aufgerufen und hier drüben bekommen wir im PDF bekommen wir drei so Textblöcke untereinander. Hier habe ich halt einfach weiterhin meine Document-Instanz mutiert und am Ende kann ich mein Ergebnis so zum Beispiel in eine Datei schreiben lassen. Gibt einen anderen Befehl, habe ich gerade vergessen, wie ich einfach den PDF-String bekomme. Genau. Wahrscheinlich irgendwie auf der Instanz to S oder ist auch egal. Ja, also kann ich rauskriegen. Hier, Render. Genau. Wenn ich sage pdf.render, dann kriege ich meinen String, der beginnt mit %pdf. Und den kann ich einfach in eine Datei schreiben. Und dann habe ich ein PDF in eine Datei geschrieben. Oder ich kann zum Beispiel in meiner Rails-Anwendung sagen, send data, also ich baue ein PDF,
sage Send Data mit PDF-Render, Dateiname, habe ich ein PDF zum User geschickt. Super easy, null Geturne mit Datei aus dem Dateisystem poolen, die LaTeX mir irgendwo hingeschrieben hat oder die WKHTML to PDF irgendwo hingeschrieben hat. Ja. Alternativ zu dem oben. Ich zeige es euch einmal, weil ich mache es in den nächsten Beispielen, mache ich es mit der Blockschreibweise. Ich kann dieses prawn document new mit einem Block aufrufen und dann wird da einfach die Instanz reingeyieldet. Das ist genau das gleiche wie oben. Oder impliziter Block geht auch. In der Instanz ist self, in dem Block ist einfach self die Dokumentinstanz. Das finde ich eigentlich ziemlich angenehm, weil so ist es jetzt irgendwie, es tut schon fast nicht mehr weh. Genau. Und hier kommt dieses PDF raus. Gibt es für Demo 1 Fragen? Oder sollen wir gleich richtig loslegen? Niemand fragt. Okay, jetzt haben wir 3 Zeilen Text reingeschrieben. Ist jetzt irgendwie okay, gut, wir können PDF bauen. Demo 2. Es wird ein bisschen spannender. Ich zeige euch einmal irgendwie, was ist, kann ich auch was Mehrzeiliges schreiben? Was passiert eigentlich mit langen Zeilen? Was passiert eigentlich, wenn ich Abstände zwischen Textblöcken haben möchte? Oder kriege ich die? Oder wie ist denn das? Was ist mit Line Spacing? Wie kann ich Seitenumbrüche erzwingen? Ja, also irgendwie so Textdokument 1.0 Kram. Sieht dann so aus. Also, ja, wie ihr schon gesehen habt, irgendwie die Abstände zwischen den Zeilen sind halt einfach standardmäßig nichts. Das ist das hier, das ist das, was wir gerade in dem anderen Dokument haben. Und ich habe hier so einen mehrzeiligen Platzhaltertext. Den rendere ich raus, den stecke ich genau in die gleiche Methode rein. Und eine Leerzeile wird einfach hier zu einer Leerzeile. Und ihr könnt euch das so vorstellen wie im HTML, wenn ihr einfach hier BR schreiben würdet und hier BR. Ja, es ist einfach eine Zeilenhöhe Abstand. Das kann man jetzt doof finden oder gut finden. So ist es einfach. Ich finde jetzt für den einfachsten Case ist es gut genug. Aber das klebt jetzt aneinander. Und wie kriege ich jetzt Abstand? Ja, Abstand, move down. Ich sage noch gleich was dazu. Und den gleichen Text, den ich hier habe, diesen mehrzeiligen Text, habe ich auch hier nochmal gerendert. Mit dieser Leading-Option, die kann man jetzt für einen einzelnen Aufruf setzen oder global am Dokument als Default. Sehen wir dann im nächsten Beispiel. Kann ich einen Default setzen, kann einfach sagen, der Default-Zeilenverschub oder wie auch immer man das nennt, ist 5 prawn-Messeinheiten. Ich glaube, es sind Punkte, aber ich weiß es nicht. Es gibt einen Befehl, Start New Page, macht genau das, was man denkt, macht eine neue Page auf. Super cool, viel einfacher als in der HTML-Welt. Ja, kann man im CSS schon Page-Umbrüche erzwingen. Es ist hier einfach ein Aufruf. Genau, das hier war das, was wir auch vorhin hatten. Das Move Down, dazu wollte ich noch kurz was sagen. Prawn ist so ein bisschen vielleicht für diejenigen von euch, die schon mal irgendwie Ghostscript oder was Ähnliches zu Fuß gemacht haben. Also man bewegt ja halt effektiv den Zeichencursor und man hat auch in jedem Moment, kann man rausfinden, wo ist gerade mein Zeichencursor von meinem Dokument. Und ich muss es nie machen, aber ihr hättet damit die Möglichkeit, auch tatsächlich sehr genau Koordinaten anzusteuern im Dokument. Und da kommt es halt auch her, dass es hier so Befehle gibt wie Move Down oder vielleicht auch Move Up, mit denen man das verändern kann. Man kann auch sozusagen Textboxen eröffnen und in denen was schreiben, den Textboxen eine feste Höhe geben und so weiter. Jetzt mit diesem einfachen Text muss man das nicht, weil der das für euch rausfindet, wie hoch die Box sein muss, beziehungsweise wo dann nach dem Textschreiben der Cursor ist, auch wenn es jetzt ein mehrzeiliger Text war. Oder ein Text mit längeren Zeilen. Okay. Wenn ihr was habt, einfach reingrätschen. Ich mache jetzt nämlich weiter mit Demo 3. Oder beziehungsweise zwischendrin ein Griff. Ich mache das mal mit einem anderen PDF-Viewer auf. Nicht hinschauen. Nein, nicht Demo 3. Demo 2. So.
Das ist ja mein PDF. Ich habe das nur hier drüben in so einem einfachen Viewer auf, weil der mir das Durchtappen so schön ermöglicht. Ich habe jetzt hier dieses Dokument. Das ist, ich habe nie irgendwie eine Schrift konfiguriert. Ja? Und in dem Dokument ist jetzt Helvetica an. Habe ich eigentlich gar nicht unter Linux. Okay, wird bei mir ersetzt durch Nimbus Sans. Komisch. Ja, kommt bei mir aus meinem System. Und man kann dann lernen, dass es so ein paar Standardschriften gibt, die halt verfügbar sind. Oder sozusagen, wenn ich nichts sage, dann kriege ich Helvetica bzw. eine Helvetica-Variante. Bei mir ist es jetzt hier Nimbus Sans. Das wird aus dem System geholt. Also es ist in PDF eingebaut, dass man das ohne weitere Schriften machen kann und dann muss sich halt der Reader drum kümmern. Das ist übrigens auch ein Grund, warum man hier so sieht, ja, dass es irgendwie eine Serifenschrift ist. Ich habe da keine Serifenschrift rein, da kommen wir nachher vorbei. Deswegen, ihr kriegt halt Random Font und ich würde jetzt empfehlen, das nicht so zu machen. Ich würde empfehlen, eine schöne Schrift zu verwenden. Und schöne Schrift kann man wie haben? Ja, gleiches Beispiel, Multiple Lines. Der gleiche Beispieltext. Schöne Schrift kann man haben, indem man halt einfach eine Fontdatei reinlegt. Und es ist voll einfach. Ich muss nur eine Datei referenzieren. Das ist für mich ein krasses Plus gegenüber WK-HTML to PDF zum Beispiel. Ich habe hier meine Dateien. Ja, die liegen hier im Fontsverzeichnis, liegen gerade die 2 TTF-Dateien. Und dann sage ich, also erstmal muss ich den Font rein konfigurieren. Ich habe jetzt hier nur Regular und Bold konfiguriert. Dann sage ich noch, den möchte ich jetzt haben. Und ich habe auch noch eine Schriftgröße gesetzt, weil größere Schrift ist schöner. Und hier oben ist noch das, was ich vorhin erwähnt habe. Man kann einfach so das Default Leading setzen. Deswegen ist hier der Zeilenabstand etwas geschmackvoller. Würde ich auch empfehlen zu tun. Ja, und dann rendere ich einfach meinen Text raus, den ich gerade eben schon gerendert habe. Nur, dass es halt nicht mehr ausschaut, sondern yay, cool. Richtig schöner Font. Ja? Und ich kann einfach auf 1 Milliarde % reinzoomen. Da ist nichts mit kaputten Pixelkanten, wie in WK-HTML to PDF oder so. Also in den älteren Versionen hatten wir da schon so Renderprobleme. Ist einfach da. Das sieht super schön aus. Und auch hier, wenn ich, vielleicht kann ich das sogar hier sehen. Kann ich nicht sehen. Wenn ich jetzt ins Dokument reinschaue, dann sehe ich, dass der Font eingebettet ist. Genau. So, hier ist das Dokument jetzt in besseren Viewer und dann sehe ich jetzt hier, okay, Comic Neue ist eingebettet. Übrigens auch nur die Regular-Variante, weil Bold habe ich gar nicht gebraucht. Ich habe sie halt definiert, eigentlich nicht gebraucht. Prawn hat sich darum gekümmert, dass ich nur die Regular kriege. Das ist irgendwie, glaube ich, keine Optimierung drin, die irgendwie noch Glyphen rausstreichen würde oder so. Okay, TrueType-Fonts. Ich kann schöne Dokumente haben. Voll gut. Ja, der Julian hat Fragen. Ja, das heißt, ich muss da nie in die Asset-Welt rein, weil ich bewege mich immer auf File-System-Ebene. Das heißt, ja, genau. Also du kannst halt immer hier statt dem relativen Pfad könnte ich auch einen vollen angeben. Also Rails Root Join App Assets meine Font-Datei und dann steht halt hier / irgendwas. Es gibt da keinen Bezug, also da gibt es keinen Bezug zu deinen Anwendungsassets, also zu Sprockets oder irgendwelchen, also du redest einfach über Dateien, die an einem Ort liegen. Und mit den Fonts gibst du halt den Dateinamen an. Aber gute Überleitung, weil Demo 4, Bilder. So, das geschulte Auge erkennt etwas, was man aus der LaTeX-Welt vielleicht kennt. Ich habe hier ein Bild reingehängt, Image.jpg, und es overflowt. Oh nein. Ja, also es geht total einfach, ein Bild reinzuhängen. Ich sage Image, Dateiname. Auch hier. Ich muss nicht irgendwas keinen digesteden Pfad kennen. Das ist ja mein Ruby-Code. Okay, es overflowt. Ist ein bisschen unglücklich, finde ich, dass auch da standardmäßig die Größe nicht irgendwie eingeschränkt wird, aber zum Glück gar kein Problem. Ich kann einfach sagen Breite. Dann habe ich jetzt hier mal 3 Beispiele. Breite 150 Pixel. Und dann kann man noch sagen Position. Implizit ist links der Standard. Und ich habe jetzt hier gesagt 150 Pixel breit. Aspect Ratio wird übrigens beibehalten, wenn ich nur einen Wert angebe. Und dann habe ich hier links, bitte rechts. Und außerdem habe ich hier unten eins auf voller Breite, dass ihr es mal gesehen habt.
Ja, also ich kann einfach über bounds.width kann ich einfach sehen, kann ich einfach abfragen, wie breit ist gerade mein Dokumentzeichenbereich. Und das ist halt jetzt die Breite, die ich verwendet habe. Also ich kann hier nicht irgendwie so 100% oder so schreiben, das ist halt nicht supported, weil Prawn will immer, dass ich halt in seinen Prawn-Einheiten mit ihm spreche, aber okay, kann ich ihm ja sagen. Kann man dann auch für andere Sachen benutzen. Also wenn ihr jetzt irgendwie eine Linie durchs Dokument zeichnen wolltet, aus irgendwelchen Gründen, geht damit. Okay, Bild geht. SVGs gehen auch. Da muss ich tatsächlich nicht mal einschränken, die werden automatisch auf 100% zugeschnitten, brauchen aber ein weiteres Gem, heißt Prawn SVG, geht einfach. Ja, das Tolle ist ja, SVGs sind halt einfach Vektordaten. Ist übrigens auch hier ein SVG mit so überlappenden Farben, so semi-transparenten Farbkreisen, also das wird auch anständig dargestellt. Und hier genauso links, Mitte, rechts kann ich platzieren. Dokument Nummer 6, Tabellen. Also wir schreiben ja den ganzen lieben langen Tag, würden wir nur gerne Excel machen und wollen die ganze Zeit immer Tabellen ausgeben, aber also tatsächlich ohne Quatsch. Ja? Es ist oft so, man generiert ein Dokument und dann muss man irgendwie Daten reinschreiben und oft gibt man die am besten tabellarisch an. Dafür braucht man Prawn Table. Das Gem heißt Prawn-Table und required so. Ist sogar sozusagen Prawn Standard Lib. Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Die Prawn-Doku findet ihr in einem PDF. Das ist sehr lang, müssen wir jetzt nicht aufmachen, aber ich finde es ganz gut, dass die Prawn-Doku ein PDF ist, was natürlich mit Prawn erstellt wurde. Und Prawn-Table-Doku ist auch ein PDF. Gibt auch RDoc, kann man auch durchsuchen. Genau, aber es ist mit sehr, sehr vielen Beispielen garniert. Und eine Table funktioniert so, ich habe ein Array von Arrays. Ja, also so eine Matrix, die ich aufschreibe. Und das kann ich einfach in so eine Methode Table kippen und dann wird da draußen Tabelle. Okay, die sieht jetzt erstmal so aus, also die Zellen so breit, wie es sein muss. Wenn sie an die Bounds kommt, dann wird in den Zellen umgebrochen. Okay, was ist jetzt aber mit echten Tabellen? Oder wenn ich mehr Kontrolle haben möchte. Okay, ich kann sagen, hier, ja, das ist die Tabelle, die wir oben hatten. Ich habe immer die gleichen Daten. Ich kann sagen, okay, die Spaltenbreiten. Der Spalte 0 habe ich 100 Pixel Breite und in der Spalte 1 habe ich 200 Pixel Breite. Oder ich kann den Wert ändern, dann mache ich jetzt nicht live, aber genau. Das ist 100 breit, das ist 100 breit. Oder ich kann sagen, ja, die ganze Tabelle, die soll so breit sein wie mein Zeichenbereich. Kommt dann wieder hier, oder wie mein Inhaltstextbereich. Bounds Width kann ich einfach als Breite für die Tabelle angeben, dann wird die Tabelle so breit. Und eigentlich so wie in HTML werden die Spalten dann gemessen am Text entsprechend aufgeteilt. Also es ist gerade nicht 50-50, weil hier ist ja ein bisschen mehr Text. Ja, also wenn man genau hinschaut, kann man auch sehen, dass diese Spalte breiter ist als diese. Ich kann das aber auch kombinieren. Also ich kann der Tabelle die Breite geben und kann Spaltenbreiten definieren und auch nur einzelne. Also ja, hier sage ich jetzt, Spalte 0 hat 100 Einheiten Breite und die Tabelle ist aber voll breit. Und dann kriegt halt die zweite Spalte, kriegt dann den Rest. Cool, okay, Start New Page, weil die Tabellen sind jetzt hier so, das sind halt so Tabellen. Also das hier ist einfach ein Anzeigeding, dass das manchmal dicker aussieht. Aber okay, kann ich Tabellen auch ein bisschen schöner haben, weil irgendwie gefällt mir das nicht so? Ja, geht. Hier zum Beispiel habe ich jetzt definiert, dass meine Tabelle hat eine andere Standardrandbreite. Und außerdem habe ich das Padding jetzt angepasst. Ja? Also wenn ihr da oben schaut, es klebt so ein bisschen eher funktional drin. Ein bisschen mehr horizontaler Abstand ist vielleicht hier schön. Kann ich einfach aufschreiben. Außerdem hätte ich gerne, dass Zeile 0, diese Header, dass die bold sind, kann ich angeben. Außerdem hätte ich gerne, dass die Border unter den Headern ein bisschen dicker ist. Cool. Und jetzt habe ich hier eine sehr lange Tabelle und die wird auf die nächste Seite umbrechen. Und jeder kennt es. So Tabellen, besonders auf Papier. Wäre es nicht total gut, wenn sich die Tabellenheader wiederholen würden? Ja, tun sie. Das ist wegen dieser Option. Ich sage Header True. Kriege ich wiederholende Tabellenköpfe. Super gut, super gut. Außerdem, zu meinem Ausflug, ich kann die Zellen auch sehr stark kontrollieren. Also ja, ich kann hier
Farben hinterlegen. Es muss nicht immer so ein Array von Arrays sein, sondern also ein Array von Arrays mit Strings drin, sondern statt Strings kann ich auch so Zellenobjekte haben. Kriege ich von Prawn eine Methode, heißt MakeCell. Habe ich hier ein bisschen Kontrolle. Man sieht ja auch, ich kann so ein Konzept, nennt sich Inline HTML oder Inline Styles. Ich kann so ganz leicht HTML benutzen, aber nicht wirklich. Also ich würde es auch nicht mehr benutzen. Also es geht faktisch nicht mehr mit den Standard-Bordmitteln, als irgendwas bold oder italic zu machen. Okay, das waren Tabellen. Schauen wir mal, wie viel Zeit wir noch haben. Okay, ich zeige euch noch ein paar Sachen ganz kurz. Okay, jetzt mache ich mal ein Dokument, was irgendwie mehr ist als immer nur so ein bisschen Text oder ein bisschen Tabelle. Ich habe so ein Dokument und da habe ich jetzt irgendwie eine Titelseite. Da möchte ich einen großen Titel hinschreiben. Okay. Dann möchte ich aber ab der zweiten Seite möchte ich mein Logo platzieren. Auf der ersten noch nicht, hier oben. Auf der zweiten Seite. Und dann hätte ich gerne Seitenzahlen. Und am besten auch noch bitte formatiert, weil ich möchte jetzt hier einen eigenen Text haben. Es soll nicht einfach nur eine 1 stehen. Und das geht alles. Also das My Amazing Document ist einfach das hier, Text. Da sage ich, okay, der ist größer und ist bold und mittig. Dann ein bisschen Abstand, dann schreibe ich Autor hin. Und dann sage ich hier, ja, wiederhol doch mal bitte ab Seite 2, ja, ist einfach so ein Range-Objekt, ab Seite 2 wiederholst du jetzt bitte ein SVG. Und zwar platziere ich das einfach explizit mit add an bestimmten Koordinaten. Wenn man das erste Mal macht, kommt man an den falschen Koordinaten raus, weil die beginnen links unten. Ist so. Könnte man sich denken, aber ist halt irgendwie nicht immer praktisch. Kann man ein bisschen hinfrickeln, sprengt jetzt sicherlich den Rahmen. Genau, und dann kann ich hier mein Company-Logo wiederholen. Okay, genau, und dann habe ich einfach hier, ja, wiederhole ich einfach was, sage ich einfach immer neue Seite und hier einfach Text, weil ich einfach ein paar Seiten produzieren wollte. Und wenn ich dann meine Inhalte gerendert habe, dann lasse ich Seitenzahlen zählen, weil erst dann weiß Prawn, wie viele Seiten das Dokument hat. Das ist halt so, ich kann mir nicht vorstellen, wie das irgendwie jemals ein Problem ist, dass man das erst am Ende des Rendervorgangs machen möchte. Genau, und hier kann ich sagen, so soll das aussehen. Diese Platzhalter hier werden eben ersetzt. Das steht in der Doku. Ich hätte es gerne zentriert, man kann es aber auch nach rechts schreiben. Genau. Und ich hätte es auch gerne kleiner, ja, deswegen habe ich die Font-Size nochmal geändert. Ende. Seitenzahlen, wiederholende Logos für, keine Ahnung, wenn ihr irgendwie Bericht-PDFs oder sowas baut. Was auch immer man sich ausdenken möchte. Du musst jetzt die SVGs aber explizit sagen von Seite 2 bis 10. Und du kannst nicht sagen, mach das auf jede Seite, oder? Ich habe hier gesagt, so, okay. Ich kann auch das weglassen. Dann ist es auf jeder Seite. Ich habe das drunter angeschaut, sorry. Ja, 2 bis 10. Alles gut. Ach so, ja, nee, das ist einfach nur, ich wollte halt bis Seite 10. Genau. Das hat nicht für gut. Hätte man auch mit 9 times schreiben können. Genau. Ja, und hier kann man halt, also das Repeat erlaubt eben, jedes Mal, wenn eine neue Seite betreten wird, dann wird sozusagen geprüft, ob ich noch die Range treffe. Okay. Emojis. Wenn ihr Emojis in einem Text habt und die rendert, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Standardmäßig bei Prawn abstürzen, weil der Nicht-Font, ja, also wenn ihr keinen Font definiert habt, dann sind es Glyphen, die halt einfach nicht reinpassen in dieses Popel Helvetica und dann kriegt ihr einfach einen Fehler. Sagt irgendwie, das ist ein Zeichen, was außerhalb meiner möglichen Ranges ist. Dann fangt ihr an und ladet Comic neue oder ja, ein TrueType-Font. Dann hat aber dieser TrueType-Font die Emoji-Glyphen nicht drin. Beziehungsweise vielleicht habt ihr einen Font, der hat welche drin, wahrscheinlich aber nicht und ihr kriegt dann einfach diese hässlichen Kästchen. Man kann auch noch ein Emoji-Font laden. Ich habe es versucht und es hat mich tierisch aufgeregt, weil es einfach total kompliziert ist. Es gibt ein GEM Prawn-Emoji. Das kann man reinladen
und dann muss man nichts mehr tun. Es ist einfach, man muss es nur requiren und dann ist es an. Und was es unter der Haube macht, beim Textrendern guckt es, ob es Glyphen aus dem Emoji-Bereich findet. Und wenn ja, dann hält es kurz das Textrendering an, schlägt eine Bilddatei nach, die in dem Gem eingepackt ist. Also das geschulte Auge erkennt, das ist, glaube ich, also es ist ein offener Emoji-Satz. Bettet dann hier das Bild ein und dann geht es mit dem Text dann hinter dem Bild einfach weiter. Aber man muss nichts dafür tun, es ist einfach da. Und man muss es halt wissen. Also Anwendungsfall bei uns war, wir generieren ein PDF und da kommt User-Input rein und die User haben Emojis geschickt. Und das ist total okay. Hinweis, die Emojis hier sind Pixelgrafiken. Da muss man halt ein Auge zudrücken. Das ist jetzt leider, also, ja, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ja, jetzt kann man es sehen. Es stört nicht, denke ich. Ja, so kriege ich Emojis. Ich zeige es euch einfach noch kurz. Ugly Code, aber ich kann Gradienten haben. Ich kann Gradienten über meinen Text haben, ich kann Gradienten im Hintergrund haben, dann male ich hier einen weißen Text drüber. Und Demo 11 ist, es gibt auch ein Gem, mit dem ich HTML-Rendering in Prawn reinnageln kann, aber sehr begrenzt. Also was ich cool finde, ist, dass URLs supported sind. Ja, ich kriege auch Bullets. Die Link-Markierungen sind irgendwie, funktionieren für mich nicht. Also das hier ist ein Link und der rote Rahmen kommt aber gerade von dem PDF-Reader. Der Link ist in Wirklichkeit, also er sollte ja irgendwie blau sein, ist nicht da. Ist auch egal, ob ich da, ob ich es jetzt in der Prawn-Farben-Schreibweise schreibe oder mit Hash davor mache oder nicht. Ich habe es nicht hingekriegt. Nur Hinweis, es geht. Hier, wenn ich dieses Gem benutze, das heißt Prawn Markup, gibt noch ein anderes, habe ich nicht ausprobiert, dann muss ich dem entweder Bild-URLs mit HTTPS geben oder, ja, in unserem Fall, muss ich halt einmal meine Datei lesen und dann Base64 encoded reinschreiben. Ich glaube, das ist vertretbar. Ist ein bisschen weird. Aber ich darf hier als Ausnahme sogar Style und dann mit weiter angeben. Und dann kann Prawn Markup das verstehen und macht dann, ja, hier unten kann man es erkennen. Das sind jetzt einfach Prawn-Tabellen. Aber es ist okay. Also wenn ihr jetzt, sagen wir mal, super einfache Views habt, könnte ich mir vorstellen, dass man das da vielleicht irgendwie verdrahten kann. Das war's. Ein Hinweis noch, die Präsentation vom Anfang. Das hier ist auch mit Prawn gemacht. Genau. Ich linke nachher das Repo rum. Das ist bei uns im GitLab drin. Da kann man reingucken, wenn man Bock hat. Da sieht man dann auch, ja, wenn man sowas machen möchte, wie die Präse hier, das ist dann schon ein bisschen anstrengend. Aber für ein normales Dokument oder irgendwie jetzt hier so Tabellenrendering, ja, oder halt hier irgendwas mit einem TrueType-Font, ist es echt super okay. Und ich würde es immer allen anderen Ansätzen vorziehen, die wir bisher hatten, wenn ich nicht super komplizierte Views habe, die ich nur einmal in HTML aufschreiben möchte. Ja, also der Tausch ist, ich muss halt fürs PDF-Rendering vielleicht einen vorhandenen View, den ich in meiner Anwendung schon als HTML habe, muss ich halt nochmal in anders aufschreiben. Da könnte man sich jetzt überlegen, ob man es mit Prawn Markup irgendwie kombiniert hinbekommen kann oder ob man es halt zweimal aufschreiben kann. Ansonsten gibt es ja immer noch andere Alternativen, dürft ihr immer in euren Projekten so wählen, wie ihr möchtet. Und das war's. Gut, danke dann fürs Kommen, danke fürs Überziehen lassen und happy hacking.